Hallo zusammen, schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Ich freue mich sehr. Ich möchte euch heute meine Blutorange vorstellen, inklusive Fruchttasting. Das bedeutet, wir werden eine Frucht ernten und ich werde euch beschreiben, ob sie schmeckt, wie sie schmeckt. Los geht's. Bei dieser Pflanze handelt es sich um eine sogenannte Meyeri sinensis dopius sanguinello. Das ist eine Kreuzung zwischen der Meyer-Zitrone und der Vollblut-Orange. Und wie ihr seht, die Früchte sehen wirklich faszinierend aus. Ich zoome mal noch etwas hin. Also man sieht, die Schale, die färbt sich schon rötlich. Das macht sie vor allen Dingen, wenn sie draußen steht, beziehungsweise wenn sie kühlere Temperaturen abbekommt. Das ist so ein typisches Merkmal der Zitruspflanzen. Zum Beispiel Zitronen färben sich auch erst richtig gelb, wenn sie mal eine kalte Temperatur abbekommen haben. Die Pflanze habe ich seit gut einem Jahr. Sie ist hervorragend gewachsen. Als ich sie gekauft habe, war sie etwas verkümmert, hatte kaum Blätter, war total unterversorgt mit Nährstoffen und wie man sieht, sie hat sich wirklich sehr gut erholt. Was meiner Meinung nach Zitruspflanzen so attraktiv macht, ist, dass hier gleichzeitig alles am Baum wächst. Ja, wir haben hier Blüten, wir haben große, hoffentlich reife Früchte, wir haben kleine Früchte, wir haben grüne Früchte und noch mehr Blüten. Und noch mehr Blüten. Ja, es ist wirklich ein Blickfang. Es ist eine sehr schöne Pflanze. Ich kann es kaum erwarten, bis sie noch etwas größer wächst. Und wir haben hier aktuell, ich würde sagen, wow, schaut euch mal die Rotfärbung an der Schale. Ich bin so gespannt, wie sie innen ausschaut und vor allen Dingen, wie sie schmeckt. Hier unten haben sich auch noch Früchte versteckt. Wir haben hier 1, 2, 3, 4, 5, ich würde sagen 6. Da hinten versteckt sich auch noch eine. 7 vollreife Früchte, die wir auf jeden Fall noch ernten werden. Und ja, eine werden wir sofort abschneiden. So, die allererste Frucht ist ab. Ich muss gestehen, ich hatte noch nie eine Blutorange aus eigener Ernte. Ich bin sehr aufgeregt. Wir gehen gleich rein und schneiden die Orange hier mal auf und schauen, wie sie schmeckt. Noch ein paar Tipps zur Pflege der Blutorange. Allgemein, es gibt verschiedene Arten von Blutorangen. Es gibt die Blutorange der Sorte Moro, das ist eine sogenannte Halbblutorange. Es gibt die Sinensis sanguinello zum Beispiel. Es gibt da verschiedene Blutorangen. Eigentlich unterscheiden sie sich von der Pflege kaum, auch nicht zu anderen Zitruspflanzen wie die Zitrone oder die Orange. Das Wichtigste ist Gießen. Ja? Ihr müsst im Sommer täglich gießen, das mache ich, es sei denn, es war wirklich ein sehr bewölkter Tag. Dann prüfe ich erst die oberste Erdschicht, indem ich schaue, ist die trocken, oder ist sie schon abgetrocknet oder ist sie noch feucht. Aber wenn im Sommer die Sonne scheint, dann gieße ich wirklich meine Zitruspflanzen täglich. Was man neben dem Gießen nicht unterschätzen darf, ist die Nährstoffzufuhr. Zitruspflanzen brauchen auch Dünger. Ich dünge 1 bis 2 Mal in der Woche, vor allen Dingen meine Topfpflanzen natürlich. Und ja, wie man schaut, denen geht es hervorragend. Sie bilden Blüten aus, sie bilden Früchte aus, sie erholen sich sehr schnell und das ist ein sehr gutes Zeichen. Neben den fertigen Früchten und den neuen Blütenständen sieht man hier auch Neuaustriebe. Die Blätter sind erst etwas lila. Rotlila schaut wirklich sehr dekorativ und attraktiv aus. Auch die älteren Blätter strahlen hier in einem wirklich glänzenden Grün. Der Pflanze geht es sehr gut, auch im Winterquartier. Es ist sehr wichtig, dass ihr eure Pflanze eine Winterruhe gebt.
Das ist auch im kommerziellen Anbau so in Italien und in Spanien. Da fallen die Temperaturen auch bis kurz über den Gefrierpunkt und das braucht die Pflanze. Und wenn wir uns hier mal den Stamm anschauen, dann sehen wir hier oben die Veredelungsstelle. Und hier ist noch meine Erde. Das ist ein Gemisch aus normaler Einheitserde, aus Ceramis, aus Perliten, aus BIMs, allerlei Inhaltsstoffe, Nährstoffe, Dünger enthalten, sodass sich die Wurzeln gut entwickeln können, dass viel Sauerstoff an die Wurzeln kommt und dass ein guter Wurzelschluss entsteht, aber auch ein Abtransport von überschüssigem Wasser, das sich dann unten natürlich sammelt. Das macht nichts, wenn dort Wasser mal für ein paar Stunden oder auch einen Tag steht, aber Staunässe möchte keine Zitruspflanze, allgemein möchte keine Pflanze Staunässe haben und deshalb, wenn im Untersetzer länger als 1-2 Tage Wasser steht, dann leert es am besten raus. Kauft euch eine Blutorange, wenn ihr die Chance dazu habt. Es ist eine sehr anschauliche Pflanze und vor allen Dingen jetzt in den kalten Nächten färben sich die Schalen richtig schön rot. Es geht noch extremer wie die Frucht, die ich jetzt geerntet habe, aber ich konnte es nicht erwarten und ich möchte euch teilhaben lassen. Sie ist schon sehr schwer. Ich bin gespannt, ob sie schmeckt und ja, jetzt gehen wir rein. So, willkommen zurück. Jetzt schneiden wir die Blutorange mal auf und schauen, ob sich dieses wunderbar gefärbte Rot hier, das sich an der Schale ausgebildet hat, auch im Innern befindet. Hier hinten ist sie noch etwas grün. Sie ist auf Druck leicht nachgiebig, also sie lässt sich etwas eindrücken. Schaut euch das mal an. Okay. Wir sehen hier unten ist das Rot etwas mehr ausgebildet als hier oben. All in all ist es ja doch etwas hell für eine Blutorange, aber sie duftet wahnsinnig intensiv. Ja, ich wünschte, ihr könntet es riechen. Hier dasselbe. Sie duftet wahnsinnig. Ich teile sie nochmal. Und sie ist sehr saftig, ja. Das ist schon mal ein gutes Zeichen. Also hier läuft der Saft schon raus. Ich probiere mal geschwind. Wow. Okay, sehr fruchtig. Etwas sauer. Ich glaube, wir hätten sie noch etwas am Baum lassen können. Ja, wir haben ja Gott sei Dank noch mehrere Früchte. Ich finde, sie schmeckt wahnsinnig gut. Süß, aber auch einen gewissen Säuregehalt. Ich muss nochmal, entschuldigt Leute. Wow. Ja, sie schmeckt, wie man eine Blutorange gewohnt ist. Noch etwas zu sauer. Normalerweise sind Blutorangen, wenn sie vollreif sind, wirklich sehr süß im Vergleich zu Orangen. Diese hier schmeckt eher nach einer Orange als eine Blutorange, aber man schmeckt definitiv etwas Beeriges raus. Und das ist auch das Merkmal einer Blutorange, dass sie etwas süßer und milder schmeckt. Was hier auch sehr schön zu sehen ist, sie ist kernlos. Ich habe noch keinen einzigen Kern gesehen und auch die dünne Schale. Es ist sehr viel Fruchtfleisch vorhanden. Sie ist auch ziemlich schwer. Ja, für so eine kleine Frucht wiegt sie einiges. Die ganzen Fruchtsegmente hier sind auf jeden Fall gefüllt mit Flüssigkeit, was ein sehr gutes Zeichen ist. Und sie ist sehr saftig. Ja, wir können hier mal etwas ausdrücken, nur zu schauen. Ja. Prost. Definitiv ein Vitamin C Booster hier, vor allen Dingen in den kalten Wintermonaten.
Und das ist ja das Gute an Zitrusfrüchten, dass selbst wir die in kalten Wintermonaten ernten können. Die färben sich bei uns gelb, die Zitronen, orange natürlich, die Orangen und die Blutorangen hier, wie ihr seht, etwas ins Rötliche. Wir lassen die anderen Früchte noch etwas länger am Baum, definitiv, noch ein paar Wochen. Die gewöhnliche Reife- oder Erntezeit geht bis in den Februar, bis in den März hinein, aber typischerweise bekommt man bei uns die Mandarinen und allgemein die Zitrusfrüchte schon Ende November, Anfang Dezember aus Spanien hier. Und ja, das war's für heute. Vielen Dank fürs Zuschauen. Habt ihr Fragen, wie immer in die Kommentarbox. Lasst mir ein Abo da, wenn es euch gefallen hat. Ansonsten wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Macht's gut.